schauen wir uns an? Was hast du da jetzt für mich? Bist ja so fleißig beim Videodrehen erst. Ja. Mhm. Das wäre jetzt quasi dieses, warte mal kurz, ein bisschen sortieren, da relativ viele Sachen offen gerade. Mal freigeben da, dann siehst du, was ich sehe. Was denn da? Ist es der? Genau. Bei mir steht es 1:1. Bei mir ist 1:1, ja. Ja. Bis jetzt 2:1. Du sag, wann es wichtig ist. Okay, aber das war jetzt eine Traversale, das war keine Schulterform mehr. Da bist du aus der Mitte gegangen und dann war das im Prinzip ein schönes Schultervor hin zur Traversale. Das wäre jetzt, da wirst du jetzt Travea. Genau. Mhm. Ja, Trab. Ja. Naja, grundsätzlich ein bisschen überstellt war es, aber aus der Perspektive, so wie du gerade geritten bist, wäre das vollkommen okay. Ein bisschen zu viel Halsbogen hast drinnen. Jetzt gerade nicht, das war auf der Mittellinie gerade. Da passt es wieder, da ist es wieder gut. Mhm. Genau. Vor allem da in der Sequenz sieht man, dass der ein bisschen über die Schulter fällt. Gell? Und du da jetzt schaust, da kommst du jetzt auf wieder am Hufschlag. Da sieht man auch, da fällt es leicht über die Schulter raus. Siehst du meine Maus? Und da ist, genau, und da ist jetzt auch, da geht's am rechten Vorderbein. Da müsste sie ein bisschen mehr mit der Schulter begrenzt sein. Das heißt, Außenzügel, Außenschenkel leicht anlegen. Im Prinzip, dass dem Pferd, wie wenn es dem, so wie da hast du die Schulter begrenzt. Und genau das Gleiche. Der Außenzügel, Außenschenkel muss dem Pferd das Gefühl geben, das Gewicht soll nach links und die linke Wade treibt dann gerade vor. Das wäre mir persönlich jetzt ein bisschen zu viel hinten seitwärts. Da, jetzt. Da kreuzt sie hinten. Siehst du das?
Ja, das dürfte nicht sein. Der Beginn, wenn du den Beginn nimmst, da geht es mit dem Hinterbein noch geradeaus. Da geht es noch. Jetzt. Da sieht man, sie geht noch gerade vor. Die Abstellung wäre okay. Jetzt übertreibst du es, dann ist die Abstellung zu stark und das kreuzt das Pferd. Die Abstellung wäre dann zu stark. Ja, ist ja alles okay. Das ist ja genau. Wobei das jetzt natürlich in der Perspektive ein bisschen schwer zu beurteilen, aber das wäre so leicht schief, weil da ist Traverartiges Galoppieren. Da ist die Hinterhand, geht da ein bisschen nach links zur Seite. Du musst auch darauf achten, die Hinterhand wirklich zu fixieren, stabilisieren und dann die Schulter nach innen. Aber im Großen und Ganzen ist die Arbeit auf alle Fälle besser. Wenn sie sich da so ein bisschen aufhängt und den Kopf verdreht, immer wieder mal außen gerade machen und innen weglockern. Das ist wieder Travers, Traversale. Und wenn es da im Wechsel springen lässt, dann musst du halt aufpassen, weil dann springst du jetzt erst vorne, gell? Da springst du zuerst vorne, dann hinten. Siehst du das? Wenn es da jetzt rüberkommt, genau. Rechts und da ist hinten und dann kommt es erst hinten mit. Da ist vorne im Rechtsgalopp und im nächsten springt es jetzt hinten mit. Im Prinzip kannst du dir das wirklich so vorstellen, wenn du so reitest, der linke Schenkel, linke Zügel jetzt, außen, gibt dem Pferd das Gefühl, sie soll sich ein bisschen nach rechts rüber neigen. Das heißt, wenn du da außen einen Zügel dran hast, außen einen Schenkel dran hast, muss dem Pferd das Gefühl geben, wie wenn das Pferd so ein bisschen nach rechts, wenn es auf alle vier ist, da leicht umfallen würde. Aber das ist nicht wirklich umfallen, sondern jetzt kommst du mit dem Innenbein zum Treiben. Du hast wirklich linke Zügel dran, linke Schenkel dran, Tendenz nach innen, innen reitest nach vorne. Und wenn du dann einen Wechsel vorbereitest, muss das Pferd im Rechtsgalopp bleibend mit dem neuen Innenbein am Gurt die Rippen annähern. Dann bist du mit dem äußeren Bein, kannst schon minimal zurück, mit dem äußeren Zügel dran. Und wenn du jetzt den Körper, das Bein ist noch im Rechtsgalopp, die Beinfolge ist Rechtsgalopp, der Körper von der Rechtsbiegung gerade, fast schon ein bisschen in die Linksbiegung rein, muss der Körper schon für den neuen Galopp da sein und dann erst springen die Beine nach, von der Idee her. Ist das nachvollziehbar? Der Körper, Rechtsgalopp, Beinfolge rechts, dann beginne nicht die Beinfolge links und der Körper ist immer noch rechts gebogen, sondern gerade machen, die Tendenz schon in den Linksgalopp rein. Und in dem Moment, wo ich diese Tendenz in den Linksgalopp rein habe, jetzt erst erlaube die Beinfolge. Ich habe jetzt gerade nämlich einen bei mir, der ist richtig schlecht beritten worden, also richtig schlecht. Und mit dem haben sie Wechsel geübt und der kriegt richtig Panik, also der haut richtig ab. Und der ist so richtig aufgeragelt, also wirklich extrem. Der war im Schritt, war der lahm und also Horror. Und bei dem habe ich jetzt angefangen mit den Wechsel und da arbeite ich nur dran, dass der im Rechtsgalopp bleibend die Linksbiegung akzeptiert. Dann Linksgalopp, Rechtsbiegung. Und dann lasse ich mit einem Trabtritt, erlaube ich ihm das Umspringen. Mehr ist dann nicht. Und da zum Beispiel mit der Links, da ist alles gut. Aber der Wechsel, den Wechsel dürfte es da noch nicht reiten. Heißt, Linksbiegung, alles okay. Ja. Und wenn du jetzt Hand wechselst, müsstest du rein theoretisch immer noch den Linksgalopp halten, aber mit dem rechten Bein beginnen, das Pferd in der Rippe zu biegen, immer noch Linksgalopp. Dann linker Zügel dran, linker Schenkel schon so dran, dass du das Gefühl kriegst, die weiß jetzt schon, sie muss sie rechts gebogen, müssen rechts galoppieren und dann erlaubst du es. So ein bisschen in den Kopf reinkriegen. Rechtsbiegung da, die Wolte ist gut. Aber die Arbeit ist auf alle Fälle, du hast es viel gerader, viel besser, bei Weitem besser. Das ist kein Vergleich.
Ja, 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 ja. Ja. Nur im Trab möchte ich persönlich, dass mehr mein Hinterbein durchschwenkt. Das wäre mir noch wenig. Also da möchte ich auf alle Fälle mehr. Was das wirklich das Hinterbein drunter nimmt. Aber unser blüteriger Typ ist immer wieder auf die Wade die Reaktion, weil das auch genau das ist, was du für den Wechsel brauchst. Wenn der die so langsam geht, langsam trat, immer, das war zum Beispiel jetzt wieder gut, das war schön im Fluss, da war es schön nach vorn rüber. Das sind super Sequenzen und dann lässt man so einen Ticken hinter dir gehen. Weißt wirklich einmal so einen leichten Druck, wo du merkst, und jetzt schwingt das Hinterbein durch und das Pferd geht durch den Körper vorwärts. Da läufst du über die Schulter jetzt, das ist zu viel mit der Schulter. Das heißt, bis dahin war es okay, dann ist er mit der Schulter rausgelaufen. Da ist schön parallel und jetzt fällt es raus. Ja, genau. Ja, genau. Da läuft es jetzt auch schon ein bisschen rein in den Außenzügel. Da gehört Außenschenkel einmal und einmal außen abfangen, dass die Schulter wieder rüberkommt. Dann kannst du wieder locker vorreiten. Das ist auch besser. Galoppiert es auch ein bisschen mehr, ist gut. Da zum Beispiel hast du jetzt schon fast die Rechtsbiegung. Da wäre halt wichtig, bevor die Idee wäre hier richtig. Bist im Linksgalopp, links und jetzt hast du es rechts, wie beim Schenkelweichen. Da ist die Idee jetzt vollkommen richtig. Nur, wenn du dann so reitest, musst du mit dem linken Zügel dran sein, mit dem linken Bein schon ganz leicht hinterm Gurt mittreiben und rechte Wade muss das rechte Hinterbein drunter reiten. Und da siehst du aber, dass es noch so extrem schief ist. Siehst du, wie die Beine da schief stehen? Und das ist die Balance, was verliert. Vorne ist gut, aber hinten ist die Balance nicht gut. Klar springt sie jetzt nach, aber im Endeffekt ist immer noch mit der Gruppe, auch wenn sie jetzt mit den Beinen da ist, ist sehr breit hinten. Und durch dieses sehr breite hast du dann das Problem, dass da hinten wieder nachspringt. Weil jetzt hast du es vorne und hinten ist immer noch in dem schiefen Linksgalopp. Und jetzt hast du es vorne im Wechsel und hinten ist noch alt. Jetzt ist durch. Jetzt ist nachgesprungen. Ja. Mhm. Wenn es da jetzt auch, du kommst da auf die Linie. Von der Grundidee her, genauso. Nur hier ist es wichtig, am rechten Zügel einen Zug zu haben, das rechte Bein schon leicht hinten, damit das die Gruppe ganz ausbalanciert über den Beinen ist. Fällt die mit der Gruppe, mit dem Gewicht vom Gesäß irgendwo hin auf die, meistens nach außen, also nach rechts, wenn es rechts galoppieren, dann hast du das Problem mit dem Wechsel. Wenn du sie da gerade kriegst, dann hast du die Möglichkeit, dass der Wechsel auch durchgeht. Da zum Beispiel passt sehr gut. Da musst du schauen, dass das genau in dem Moment,
So, jetzt weicht es da wieder aus. Jetzt steht es wieder schief, vorne in die Richtung, hinten so. Und dann geht der Wechsel nicht. Die muss gerade sein, in sich ausbalanciert. Und du musst halt gerade bleiben, gell? Du rufst nochmal an, da oben siehst du das. Was machst du denn da? Ja, ein bisschen. Genau. Schau mal, jetzt hast du da nochmal Rechtsgalopp, Rechtsgalopp. Und da hast du immer noch einen hinten nach den Wechsel. Und jetzt schaust, Rechtsgalopp, links hinten Diagonale rechts vorn, links hinten Diagonale rechts vorn, links hinten Diagonale rechts vorn, jetzt noch einmal. Und jetzt springst du dann vorne um, jetzt ist vorne und jetzt ist hinten, jetzt noch. Und das kriegst du dann in den Griff, wenn du wirklich das Pferd über dir, also unter dir ausbalanciert hast. Aber die Arbeit ist genau die, was du jetzt gerade machst. Auch da der Galopp. Wen gehört der Schimmel da? Dir? Mhm. Ja, sehr klar. Ja. Da zum Beispiel reizt man zu viel Retour. Das wär jetzt nicht okay. Da hast du jetzt, wenn du da hast, schau mal, da kommst du jetzt aus der Wendung und da sieht man richtig, mit dem rechten Zügel reitest Retour. Mit der Hand da drüben. Und deshalb blockierst man es da. Da hätte ich gerne, dass die rechte Wade mehr aufhält. Das ist zu viel seitwärts, viel zu viel seitwärts. Da verlierst du den Takt, da kann es nicht mehr gehen. Reiz lieber ein bisschen mehr vor. Man kann schon mal übertreiben in seitwärts, aber der Takt muss erhalten bleiben. Gell? Wenn du sagst, du willst nur jetzt einfach mal Reaktion, kannst du einmal mehr seitwärts, überhaupt kein Thema. Aber im Großen und Ganzen immer wieder so, dass die Pferde vorwärts seitwärts gehen können. Ja, du mit deinem spanischen Schritt da. Warum tust du denn das? Unglaublich. Und du? Schaut aus wie Turnstunde da oben. Es schaut aus wie eine Turnstunde da oben. Schau mal, wie das ausschaut da, auf schnell gedreht. Ja? Tak, 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 tak. Schaut wieder aus. Aha. Ja. Kommst die Schnauze auf voll. Ja. Ja. Aha. Mhm. Ja. Du machst schon wieder Turnstunde. Gott, erst.
Da aus der Wendung auch. Weißt du, du galoppierst an und jetzt müsstest du mit dem inneren rechten Bein geradeaus reiten und da fällt sie nach innen um und dann siehst du, dass du mit dem Körper nach außen wirkst. Pass mal auf. Wendung. Sie fällt um und du wirkst nach außen, nach links raus, zu uns her, zur Kamera her jetzt. Und da verlierst man auch wieder genau das, was wir brauchen für einen Wechsel. Nämlich diese Balance. Linksbiegung ums Bein, immer mit der Wade eine Biegung, dass sich der Hals mitbiegt. Das ist da wichtig. Beide Zügel dran, Wade aktiviert, ums Bein gebogen an den Außenzügel. Da ist der Trapez wieder ein bisschen besser, da ist ein bisschen mehr. Aber immer wieder gehen lassen, durchschwingen lassen. Weißt? Na gut, das Angaloppieren ist gut jetzt immer. Ja, ja, ja. Da zum Beispiel verlierst du es wieder. Also da musst du aufpassen, wenn du da das Gefühl hast, du kommst gut in die Versammlung, du musst die Hinterhand schon mitnehmen. Gell? Versammelt ist nicht langsam. Also wir reiten nicht langsam, um zu versammeln, wir versammeln und die Pferde werden langsam. Das ist ein Unterschied. Ja, da trabst du an und jetzt kommst du langsam in dieses Hoppeln und dann fängt der Körper hin und her hüpfen an. Jetzt fängst du an zum Hüpfen und sie trabt nicht mehr. Das Angaloppieren ist dann wieder gut. Aber auch da musst du darauf achten, dass das Hinterbein ehrlich weitergeht. Ganz wichtig. Ist das Pivot, oder? Ja. Ja. Bei dem zum Beispiel, da hast du jetzt die Zeit genommen. Da kommst du jetzt Rechtsgalopp, nimmst auf, links Biegung, ein Trabtritt und Galopp. Und genau diese Vorbereitung nur dann ohne Trabtritt. Da kannst du auch Gerte dazu und leicht touchieren zum Umspringen. Aber wichtig ist genau diese Ruhe. Das ist schon wieder Retour. Da müsst ihr hinten mehr traben. Siehst, da fangst du nämlich sonst oben hüpfen an, aber unten tut es nichts mehr. Die muss aufs Bein mehr drunter. Da steht es fast hinten. Siehst du das? Da trabt es nicht mehr drunter. Da verlierst du halt dann komplett, weil aus dem Trab kommst du nicht mehr raus. Da ist zwar brav, aber das ist zu wenig Aktivität im Hinterbein. Das ist wieder sehr gut. Ne? Na, aber schau mal, um das geht es mir da. Da bist du im Linksgalopp und jetzt machst du, ohne den Körper wirklich vorzubereiten, möchtest du einen Wechsel und das geht nicht. Da macht es nicht mit. Die springt nicht um. Du beherrschst jetzt schon im Rechtsgalopp, aber die galoppiert nach links weiter. Weil der Körper nicht fertig ist. Wenn der Körper des Pferdes in der alten Biegung ist, kann sie im Wechsel nicht springen. Ja, und die Zeit musst du nehmen. Das ist ja einen spanischen Schritt, oder? Da musst du da viel mehr durchs Genick, so darf es nicht gehen. Da ist zu hoch. Das ist ja der Tritt auf drei Hufe nicht hin. Das ist zu wenig Aktivität. Ja. Lass ruhig ein bisschen mehr vorwärts gehen. Nicht schnell Tempo reiten, sondern einfach den Raumgriff.
mehr über Boden reiten, dass er ein bisschen mehr schwingen kann im Hinterbein. Je besser dem im Hinterbein durchschwingen, umso besser ist das Ganze. Die gerade Richtung ist gut. Auch wieder Galopp gut. Das hast du super im Griff. Trab einfach nur so ein bisschen, einen Ticken mehr vorreiten. Mhm. Genau, langen Druck machen, damit die Bewegung länger wird. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Das mit der gerade Richtung da auch. Da bist du super gerade. Da würde ich jetzt sagen, bieg sie ums linke Bein, bis sie das akzeptiert. Das wäre jetzt zum Beispiel, so kann man das aufbauen. Genau so mache ich jetzt auch mit dem, was ich bei mir habe. Gerade jetzt biegen ums Bein, biegen, biegen, biegen. Dann ist er fertig und Galopp links. Dann weiß das Pferd den Ablauf bis zum Linksgalopp. Das gleiche Rechtsgalopp, wieder Linksgalopp, wieder Rechtsgalopp. Und wenn der Ablauf normal ist, das Pferd entspannt bleibt, dann im Wechsel. Genau so. Leider die Beine abgeschnitten, aber vom Prinzip her gut. Ja, das ist immer wieder. Ja. Aber schau mal, da hast du das jetzt ein bisschen mehr traben lassen. Das wäre jetzt natürlich nicht versammelt, sondern eher so ein bisschen am Laufen. Aber im Prinzip die Vorwärtsbewegung müsstest du mitnehmen. Und jetzt ist es wieder weg. Dann geht der Hals hoch, Rücken ist ein bisschen weg. Das bringt da nichts, wenn du so trabst. Wieder rausreiten, da wird das super. Ja? Aber nicht so schnell. Gar nicht so schnell. Ja, aber gar nicht so schnell. Das muss nicht schnell sein. Es geht nicht um schnell. Es geht ums aktive Hinterbein, was durchschwingt und was die Tendenz vorbringt. Gar nicht so laufen lassen. Und wenn du den Mitteltrab reiten möchtest, auch einen langen Druck, dass die Hinterhand wirklich lang Zeit hat, die Bewegung auszuführen. Die Tendenz, die Ideen, das ist alles okay, das ist alles da. Die gerade Richtung ist da, auch das Rausreiten ist da, das ist alles da. Da geht es jetzt wirklich nur um dieses, wie lang kannst du mit der Wade den Druck halten. Ja, genau. Aber das ist die Arbeit, das haben wir eh alle, Patricia. Das sind nicht Pferde, das hilft ja nicht. Es geht nur darum, dass du dorthin kommst, wo du hin möchtest. Ja, genau. Da zum Beispiel, da verliere ich jetzt ein bisschen den Überblick. Da kommst du jetzt von der rechten Hand, dann hast du das Rechtsbogen. Jetzt, wenn du jetzt genau schaust, kenne ich mich nicht aus. Die Hinterhand ist links, die Schulter ist rechts, der Kopf ist wieder links. Und du reizt in die Richtung. Da musst, das, das wären so Sachen, was du, da musst wirklich drauf schauen, Travers, Traversalen, immer ganz klare Hilfe, weil das bringt sie ein bisschen durcheinander. Und dann ist natürlich Druck da, Schulter da, Kopf ist drüben, dann rennst du über die Schulter. Ja. Hm? Ja. Ja, wobei ich glaube, dass das jetzt gar nicht mehr so die Hüfte ist. Du hast es ja so auch gerade. Also du hast es ja jetzt zum Beispiel Sack raus.
Hast du gerade das kriegst? Ja. Die Übung, also im Prinzip, das ist ja wie Schrittgerät, da ist noch gut, gut, gut. Und jetzt tritt's raus. Das darf nicht sein. Gesehen? Genau. Da kommst du her. Jetzt gut, gut, gut. Jetzt weg. Und da musst du mit dem äußeren Bein das äußere Hinterbein abholen und wie Richtung inneres Vorderbein von der Tendenz her. Da weicht es da aus hinten. Das bringt nichts. Da hat es sich auch nicht auskannt jetzt. Das wäre jetzt zum Beispiel wieder gut. Nach sieben, Schrittparade war jetzt noch nicht gut. Aber da, wenn du da jetzt genau schaust, da hast du jetzt das äußere Bein dran. Das Pferd ist mit der Gruppe rechts über dem Hinterbein. Schulter ist innen und mit dem Innenbein kannst du am Außenzügel entlang reiten. Das wäre das richtige Bild. Dann hast du ein ausbalanciertes Pferd. Nochmal ausbalanciertes Pferd. So. Immer noch und jetzt verlierst du es. Und da bei der Schrittparade selbst, bei der Schrittparade verlierst du die Hinterhand nach außen. Jetzt. Ja, genau. Ja. Und wenn du da jetzt schaust, und da fehlt dir das innere Bein. Pass mal auf jetzt. Jetzt hinschauen. Jetzt fällt es nach rechts um. Hast du das gesehen, das nach rechts? Schau mal, in der Schrittparade. Jetzt fällt sie rechts um. Da dreht sie sich gegen das rechte Bein. Und da musst du mit dem rechten Bein nach vorne arbeiten. Und das brauchst du auch für den Wechsel. Das ist genau, was man für den Wechsel braucht. Aber die Arbeit ist gut. Die Arbeit ist gut. Cool. Das war wieder vorgefallen. Ein bisschen durchwachsen. Dann hast du immer wieder mal so, jetzt lässt es wieder los, dann hast du es wieder. Aber genau so wie dieses Angaloppieren, so musst du den Wechsel reiten. Schau mal. Ne? Ruhe, genau. Das wäre die richtige. Da galoppiert es zuerst den Arm rechts an, ist aber komplett gerade. Und dann kannst du mit dem linken Hinterbein schön vor. Jetzt galoppiert es rechts, nochmal ruhig. Und jetzt genau da ist sie voll in der Balance. Das wäre das, was du beim Wechsel brauchst. Genau die Sequenz. Genau die Sequenz. So wie das jetzt auch gerade. Da ist die so gerade, dass hin und her springen kann. Und das Gleiche brauchst du beim Wechsel selber. Da ist wieder das innere Bein ein bisschen wenig dran, da musst du innen mehr durchkommen, das rechts durchkommen und dann links. Ja, ja. Ja, vor allem wenn du Wechsel übst, dann weißt du ja, dass Wechsel kommen. Weißt du, ich meine, das ist ja normal. Ja. Auf der einen Seite kann man es ausnutzen, das Wissen, was kommt, und auf der anderen Seite müssen sie aber warten auch. Ist ja vollkommen richtig. Genau. Ja, genau. Aber da muss zuerst einmal der Einzelne passen. Ja, genau.
Das hilft nicht. Die Übung, die Vorbereitung und dann schauen, dass man es hinkriegt. Genau. Und bei dem Zulegen immer wieder dir vorstellen, du machst einen langen Druck mit dem Bein, beide Beine sind am Gurt und du lässt dich mitnehmen. Und erst dann, wenn es dich mitnimmt, mehr mitschwingen. Immer wieder tief sitzen, beide Beine dran, schwer werden. Und wenn du merkst, sie marschiert los, dann machst du mit. Da verlierst du es wieder. Merkst du, da geht es hinten auch schon Schritt und du hüpfst mal da oben. Das darf nicht passieren. Jetzt kommt wieder ihr spanischer Schritt da. Ja, Patricia. Ja. Oh, das ist gut. Da, da gehört hinten noch mehr dran. Ja, das ist wurscht. Da musst du halt ein bisschen mehr Kompromisse im Vorwärts eingehen, gell? Aber niemals hinten nachtraben lassen. Weil wenn es so, da hört es komplett aufzutraben, das ist kein Trab mehr. Das ist wirklich nur mehr diagonale Beinfolge, aber gut, das war sehr gut. Das ist auch gerade, ist auch gut. Du hast super Sequenzen, wirklich gut. Das ist wieder zu wenig. Angaloppieren war dann wieder gut. Da zum Beispiel war gut, jedoch zum Schluss ein bisschen, jetzt kommst, so, jetzt galoppierst links, die Wendung ist gut und am Schluss stellst du sie nach rechts. Dann müsstest du links die Stellung gehen. Das ist ein bisschen zu viel Rechtsstellung. Dann fällt dir die Schulter um. Weil wenn du sie rechts stellst, fällt die Schulter links. Ja. Und da auch. Immer wieder dran denken, gerade von der rechten Hand zum Schritt das linke Bein hinten lassen. Sonst fällt es da raus. Aber da auch, da geht es auch mit dem Hinterbein raus. Siehst du das? Da kommst du in die Schrittparade und dann geht die Hinterhand nach außen weg. Jetzt. Und das hast du auf der anderen Hand nämlich auch. Ja, jetzt pass mal auf, da kommst her, dann machst du die Schrittparade und jetzt geht's raus. Da dreht sie sich wie ums rechte Bein mit der Gruppe raus. Und da ist es gleich jetzt. Ja. Du einfach nur außen mittreiben und die Balance des Pferdes erhalten. Das wäre da wichtig. Genau, du musst am äußeren Bein weiterreiten. Wirklich nicht mit dem Zügel, sondern wirklich das äußere Bein dran halten. Genau. Wirklich den Körper des Pferdes kontrolliert führen. Das ist da das Wichtige. Da war es jetzt besser. Du kannst ja auch, weißt du, Galopp, Trab in ein Travers rein, dass du wirklich mit dem äußeren Bein weiterreitest. Das wäre jetzt wieder zu wenig. Du musst mehr machen. Aber die macht super brav mit, gell? Oh, sollen wir durchstehen? Okay, das ist eh vorbei.
Nachdem ich ja nicht angestellt bin, kann ich nicht kündigen. Das ist das. Ja, das ist das Problem. So, lade Video, bitte warten. Gut, und das ist jetzt das zweite. Anderer Tag oder? Ja, steht da Stativ. Nein, das ist vorher gestanden. Mhm. Schau mal, da lass das jetzt traben. Der trabt wäre es jetzt. Mit so müsste es traben. Lass das jetzt rauslassen. Jetzt hast du es wieder zu langsam. Das wäre zu langsam. Weil da sieht man, da machst du über dem Pferd eine Bewegung, aber da, jetzt trabst du wieder. Aber gar nicht so laufen lassen. Es muss ja nicht sein, dass die so läuft. Aber einfach so wie jetzt in der Bewegung arbeiten. Das ist auch viel weniger machen da oben, Patricia. Dein Körper viel ruhiger, gar nicht so übertrieben. Die machst wegen dem nicht mehr. Das ist viel besser, du bleibst stabil, ruhig und kommst einmal mit Bein oder Gerte, dass die geht. Aber ruhig und stabil halten ist da wichtiger, dass die wirklich weitergeht. Genau. Und wenn du da oben so viel Bewegung machst, dann arbeitet die nur hinten nach. Die soll vor dir sein. Immer so ruhig sitzen, dass ich spüre, nimmt mir das Pferd wirklich mit oder nimmt es mir nicht mit? Wenn es mir nicht mitnimmt, dann muss ich schauen, dass es wieder, hey, Hupe, bisschen mehr nach vorne. Besser, bei Weitem besser. Bei Weitem besser und vor allem auch das Ausbalancierte jetzt in der Bewegung, das gerade Gerichtete, das ist alles bei Weitem besser. Mit dem Reiten ein bisschen mehr, einen Ticken mehr vorwärts lassen, mehr durchschwingen lassen, so ein bisschen mehr nach durch den Körper. Was dann gar nicht so übertrieben, so wie du es jetzt gerade machst. Und die Bewegung da oben, schau, dass du da oben stabiler bleibst. Da darf dein Körper nicht so viel Bewegung machen. Nur ruhig mit dem Körper in der Bewegung des Pferdes. Ja. Und dann aber weiterreiten. Dann muss das Hinterbein, was du vorher aktivierst beim Zulegen, musst du dann mitnehmen. In dem Moment, wo es da danach aufhört, hast du ja nichts davon, weil dann geht es da wieder so hoch wie da. Mehr nach vorne arbeiten. Und das reicht schon wieder, das ist schon wieder zu viel. Gar nicht so viel raus. Einfach nur antreten lassen, dabei halten. Antreten lassen, dabei halten. Antreten lassen, dabei halten. Ja, oder überhaupt nur ein, zwei Dritte zum Spüren. Ja, sie geht, passt. Das ist nur eine Überprüfung. Irgendwann soll man das gar nicht mehr sehen. Weißt, da gibst du einen Impuls und bist schon wieder am Reiten. Das ist auch, da geht da die Gruppe raus und deswegen funktioniert das nicht. Du musst sie ums Bein biegen. Lass dir da Zeit. Da, jetzt ums linke Bein biegen, bis die im Körper. So wie da wäre die Biegung da und das musst du dann lernen. Die Vorbereitung wäre richtig. Ja, nur ganz gerade sitzen. Du kommst rechts Galopp, du biegst sie im Körper, biegst sie und jetzt musst du dann wechseln. Und das musst du lernen. Aber genau das wäre die richtige Sequenz. Na, das war wieder, da ist der Körper immer noch, schau mal, links Galopp und da hat sie dann einen Wechsel rüber. Aber auch wieder zuerst vorn, dann hinten
und da sitzen bleiben, am Reiten bleiben. Wechsel ist halt ein ganz heikles Thema, es hilft nicht. Und genau, genau. So, das war der erste Wechsel, den ich bei dir gesehen habe, der durch ist. Der war hinten leicht parallel, wenn du jetzt schaust. Da. Rechts hinten, Diagonale, links vorne. Nochmal rechts hinten, Diagonale, links vorne. Und jetzt fußt sie links hinten zuerst, aber fast gleichzeitig rechts hinten. Und dann ist parallel, aber die Beinfolge stimmt. Verständlich? Sie fußt gleichzeitig auf. Da sieht man im Galopp, die Beinfolge müsste man haben. Dieses rechts, dann links. Dann wieder rechts, dann links. Nochmal. Rechts, dann links. Und jetzt müsste sie mit dem Bein oben bleiben, links, dann rechts. Und da springt es gleichzeitig. Und das ist dann parallel. Aber das ist schon mal der richtige Weg. Da passt der Weg auf alle Fälle. Genau so. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Genau. Schau mal da. Da merkst du jetzt richtig, da hört sie auf zu gehen. Siehst du, was du mit dem Körper machst? Da springst du dann hin und her und die bleibt immer ruhiger. Da musst du ruhiger sitzen. Nimm die Gerte nach links und treibe einmal links mit der Gerte mit, dass es rübergeht. Weißt du, dass sie vom Schenkel weggeht. Aber es darf nicht sein, dass dein Körper so viel machen muss. Aber die Richtung stimmt auf alle Fälle. Ist cool. Sehr gut. Hauptaugenmerk auf alle Fälle dorthin, dass du, wenn du reitest, dem Pferd die Möglichkeit durch diese Vorbereitung im Körper gibst. Also wirklich rechts gebogen, linker Zügel dran, linker Schenkel dran. Pferd hat die Tendenz, wie wenn es mit dem Schulter und das Gesäß so ein bisschen nach rechts umfallen würde, aber jetzt reite ich rechts vor. Und dann ist die Vorbereitung zum Wechsel, biege ums linke Bein, habe den rechten Zügel dran, das rechte Bein leicht hinten, damit das Gewicht vom rechts nach gerade und jetzt schon fast nach links kommt und jetzt kann er im Wechsel rausreiten, weil das Hinterbein unter den Körper springt. Und das ist das Wichtige. Wenn der Körper schief ist, springen die Beine irgendwie. Wenn aber der Körper schon gerade ist oder sogar leicht links, dann kann das linke Hinterbein viel besser drunter springen. Ja. Mhm. Mhm. Vor allem, wenn du die Schulter nach innen reitest, dann braucht es halt mit neuen Innen-Hinterbein viel mehr Kraft, gell?
Weil Schulter vor, Schulter herein ist mehr Belastung fürs tragende Hinterbein. Und das tragende ist das neue innere Hinterbein. Leichter ist eher sogar traverartiges Wechseln. Heißt, dass das neue innere Hinterbein seitlich ein bisschen wegspringen kann. Genau. Naja, die Herausforderung. Ich würde jetzt nicht Problem, sage nicht Problem, sondern die Herausforderung bei dem Pferd. Genau. Ja, 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 genau. Und dann aber genauso, wie du es da jetzt geübt hast, dann erst auslösen. Wirklich warten, bis der Körper so stabil ist, dass die Beine, wenn du mit dem Bein einen Impuls zum Wechseln gibst, der Körper immer noch stabil bleibt. Weil das Problem ist ja, wenn das Pferd jetzt in der Vorbereitung schon so, dass das wackelt alles so ein bisschen und das geht noch nicht wirklich. Und dann kommt der Impuls zum Wechseln, dann haut das Pferd sowieso irgendwo hin. Dann geht die Schulter irgendwo hin und die Gruppe auch. Und deswegen ist es so wichtig, diese Stabilität, dass wenn du dann mit dem Impuls zum Wechseln kommst, die Stabilität schon erhalten bleibt. Da brauchst du ein bisschen Ressourcen, so ein bisschen einen Bonus. Genau. Hm? Ja. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Aber das ist der Wechsel. Der Wechsel ist nun mal so eine Herausforderung, wo man wirklich das Timing und auch die Vorbereitung. Und der Großteil ist ja 95, 98% ist Vorbereitung. Der Wechsel selber ist nur dieses jetzt. Ja. Und wenn aber im Wechsel plötzlich der Körper wieder was verändert, und das ist das Wichtige dabei auch, Patricia, wenn das Pferd sich auf den Schenkel und das Zusammenspiel Schenkel und Sitz verlassen kann, dann kann es beim Wechsel den Wechsel reiten. Wenn aber das Bein einmal ein bisschen ausweichen bedeutet, einmal ein bisschen, ja, darfst dagegen gehen, dann drückst du dann weg, dann wackelt es ein bisschen. Da musst du dir mal vorstellen, wenn du jetzt während dem Wechsel die Hilfe gibst, sind ja all diese Möglichkeiten auch dabei. Und die musst du ausschalten. Das musst du im normalen Training, musst du sagen, okay, ich bin jetzt so konsequent, ich bin so am Reiten, dass das Pferd so gehen kann. Und also wirklich eingerahmte Hinterhand, Außenschenkel dran, innere Wade biegt. Wenn ich mit dem Innenbein am Biegen bin, habe ich außen die Dehnung, spüre den Zug. Jetzt darf ich außen begrenzen. Jetzt kann ich außen auch mit dem rechten Bein dran sein. Und jetzt galoppiere ich und mache das Pferd gerade, rechte Wade nach vorne. Jetzt muss das Pferd lernen, rechte Wade vor heißt Rippen annähern. Auch im Linksgalopp, rechte Wade vorne ist gerade werden. Und in dem Moment, wo es ganz gerade wird und ich merke, die will jetzt schon links ein bisschen einen Zug am Zügel, die will sich schon an den linken Zügel dehnen, linkes Bein leicht zurück, damit auch die Hinterhand auf der Linie ist. Und wenn diese Hilfen immer gleich sind, dann habe ich die für den Wechsel da.
Und deswegen ist die Konsequenz so extrem wichtig. Darum bin ich da so happig mit der Konsequenz. Weil ja alles, was die jungen Pferde, und das ist dann für deinen Jungen natürlich auch wichtig, alles, was junge Pferde lernen, ist ja dann etwas, was ich entweder verwenden kann für die hohen Lektionen oder etwas, was ich wieder korrigieren muss. Und je besser du in der Basis diese Ausbildung hast, umso stabiler die Pferde sind, umso leichter sind Lektionen, weil ich kann alles, was ich dem schon zur Verfügung gestellt habe, kann ich jetzt hernehmen. Egal, was ich da oben mache, der weiß, was er da, was bedeutet. Und je stabiler ich das mache, je konsequenter ich das mache, auch streng genug, umso eher werden die mitarbeiten. Genau. Ja. Ja, aber trotzdem. Ja, ja. Mhm. Ja. Der hat halt eine ganz andere Abstammung. Das ist ja ganz andere, das ist eine ganz andere Abstammung, das ist ein ganz anderes Thema. Das kannst du nicht vergleichen. Aber der Vorteil ist ja, alles, was du auf der Bacardi jetzt lernst, kannst du beim Backi schon mitmachen. Weißt, diese Stabilität, dieses Geradehalten. Alles, was du da jetzt drinnen hast, wo die Bacardi dich zwingt, genauer zu werden, kannst dann auch mit dem Backi schon mitmachen. Und das ist der Riesenvorteil. Ja, ja, genau. Ja. Wichtig, ja, ja, aber das bringt ja nichts, ob es schwierig war. Wichtig ist ja, wo hast du schon hingearbeitet, wo stehst du jetzt? Und das ist ja richtig cool, weil du hast es jetzt gerade, du hast es auf der Linie, du hast die Schulter schön innen, du hast es mit dem Innenbein dran. Und für die Lektionen selbst, auch Schulter vor, Travers oder dann Traversalen, wirklich darauf achten, wo sitzt du? Wie viel hast du das Bein dran? Dann, was ein wichtiger Punkt ist, dein Körper muss ruhig bleiben. Ob du bei deinem spanischen Schritt da oben umeinander wagst, ist mir vollkommen egal. Ja, mit dem musst du machen, was du willst. Da kenne ich mich auch null aus, da mische ich mich nicht ein. Aber das andere in der Traversale, wenn du halbe Dritte reitest, da hat der Körper wirklich nur die Bewegung, die das Pferd macht. Sonst gar keine. Weil alles, was wir mehr machen, muss das Pferd ja gegen ausbalancieren. Und lehne ihn mit nach links, lehnt sie der nach rechts, aber ich will da rüber. Dann gehe ich mit dem Körper rüber, jetzt lehnt sie der in die. Der muss, je stabiler ich bin, umso gleichmäßiger geht der. Und das vorstellen. Wie wenn ich auf dem Stuhl sitze und ich sage, ich lehne mich da rüber und jetzt geht der da rüber. Oder ich lehne mich in die Richtung, jetzt geht der da rüber. Weißt du, wie wenn ich sage, ich sitze auf so einem Ding und jedes Mal, wenn ich nur ein bisschen schief bin, fährt das Ding in die Richtung. Oder wie ich davon sagen, ja. Und deshalb ganz wichtig, gerade bleiben, wirklich ausbalanciert sein. Und nochmal reduzieren, reduzieren, reduzieren. Alles, was du machst, reduzieren. Und wenn du was machst, Reaktion einfordern. Das ist so wunderbar. Aber der Weg ist super, super. Gar kein Vergleich von der gerade Richtung, gar kein Vergleich mehr. Weißt du, jetzt kann man wirklich sagen, hey, im Übergang musst du aufpassen, da trittst du dann die Gruppe aus, der schleudert vom Trab zum Schritt oder Galopp zum Schritt. Genau, genau. Ja. Mhm.
Ja, genau. Aber wichtig, konsequent und wirklich dem Pferd zeigen, was du möchtest. Und nutze es aus. Ich kann dann nur immer wieder diese Parallele, alles, was du auf der Bacardi jetzt machst, musst du am Backe schon mitmachen. Ruhig sitzen, eingerahmt, Außenschenkel dran, Außenzügel dran, innen durchtreiben, spüren, wenn ich innen den Druck mache, Dehnung am Außenzügel, das erhalten. Dann neue innere Seite, neue innere Wade, äußeres Bein leicht hinten, spüren, Pferd dehnt sich an den neuen äußeren Zügel, begrenzen und wieder zum Reiten kommen, durchschwingen lassen. Und immer dieses Takt, Losgelassenheit, Anlehnung und dann ist der Schwung. Und Schwung bedeutet nicht Tempo, sondern aktiv abfußendes Hinterbein, was eine Bewegung durch den Körper macht. Und in dem Moment kannst du mit dem Schwung in eine gerade Richtung arbeiten. Verliert das Pferd den Schwung, dann ist die gerade Richtung einfach nur zu schwer. Da muss ich nochmal runter. Genau, genau. Und darum ist bei der Bacardi auch so wichtig, dass du die immer wieder rauslässt. Immer wieder gehen lassen. Gell? Mhm. Mhm. Ja, dann lernen mit dem Bein dranbleiben und innen vorreiten. Dann ist super, weil der lernt aufmerksam bleiben. Das ist ein junges Pferd, der lernt. Ja, klar, recht hat er. Der darf das ruhig ein bisschen einfordern, dass du aufpasst. Du willst ja auch, dass er aufpasst. Also dann musst du auch aufpassen. Du kannst nicht etwas fordern, was du selber nicht machst. Ja. Es sind junge Pferde. Der Vorteil ist, alles, was du dem jetzt lernst, kommt dir später zugute. Das ist das Geniale. Und deshalb diese, weißt du, gar nicht lang reiten. Ich war ein Vierjährigen bei mir, hey, da sitze ich vielleicht 20 Minuten im Ganzen oben. Ja? Der wird vorher Schritt geführt oder geht Maschine und dann geht der wieder Schritt oder Maschine. Was auch immer. Aber dieses Arbeiten, solange ich da drauf sitze, ist der am Arbeiten. Und wenn ich absitze, dann bin ich ja unten. Ich gehe schon Schritt mit dem am langen Zügel. Aber wenn ich einen Zügel in die Hand nehme oder auch wenn ich einen Schritt gehe, muss der eingerahmt zwischen den Beinen fleißigen Schritt gehen, geradeaus gehen. Und die Besitzerin, die ist immer mit dem Schrittritten und jetzt auch und die sagt, das ist ein ganz anderes Pferd, weil der selbstständig geht. Vorher ist der so umeinander gefallen, links, rechts. Der hat, ja, weil der hat dann keine Kraft gehabt und hat dann nicht gewusst, um was geht. Und sie hat halt immer nur ausgeglichen und ausbalanciert, weil er jung ist. Und ich habe mir drauf gesagt, der, selbst wenn er jung ist, wenn er so jung ist, dass er nicht vorwärts reiten darf, darf er mich nicht draufsetzen. Ja, ja. Hm? Hm. Ja. Mhm. Ja. Aber trotzdem muss er das auch lernen und das immer wieder mit langem Druck, langen Schub. Die müssen auch im Schritt nach vorn, ob sie es wollen oder mögen oder nicht.
Da muss der Michael auch drauf schauen, dass er beim Schritt, also beim Longieren, dass er einen fleißigen Schritt geht. Dann draufsetzen und genau den gleichen Schritt weiterreiten. Das ist da das Wichtige. Genau, da muss man mit dem linken Bein noch einmal mehr nach vorne reiten. Oder er ist rechts hohl und fällt links halt über die Schulter rein. Aber das sind ja auch wiederum dieselben Themen wie mit der Bacardi. Außenschenkel, Außenzügel dran, innen vorreiten. Es bleibt dasselbe. Es wird immer das Gleiche bleiben. Genau. Und ruhig, ruhig sitzen bleiben. Genau. Ruhig sitzen. Ja. Nein, nicht weil er nachdenkt, sondern in Trab und Galopp haben sie eine Schwebephase. Da haben die viel weniger Zeit, Blödsinn zu treiben. Darum ist ja der Schritt schwierig gegangen. Weil die im Schritt immer ein Bein am Boden haben, da können sie jederzeit drehen. Im Trab haben sie halt die Beine die Schwebephase und dann gehen die ganz viel leichter vorwärts als im Schritt. Trab ist ja auch schwungvoll und Galopp genauso. Und im Schritt hast du halt einfach das Problem, dass sie jederzeit drehen können. Und darum ist der Schritt. Gerade bei den Youngsters, die sollen einfach einmal nur gehen lernen. Wenn sie gehen können, dann wir uns leichter. Ja. Mhm. Ja, aber üben. Ja. Genau. Üben. Üben, üben, üben. Und dein Job da oben ist in die Bewegung kommen und unterstützen. So viel wie notwendig, so wenig wie möglich. Dem Pferd erlauben zu gehen. Das ist das Um und Auf. Es ist ein Erlauben. Und wenn er nicht geht, muss man ihm das ohne Reiter zeigen und dann wieder ein Reiter drauf und mit dem Reiter. Aber beim Schritt ist ganz wichtig, dass die wirklich fleißigen, ruhigen, gleichmäßigen Schritt gehen. Wenn du da oben viel wirken musst, wird der Schritt automatisch verspannt. Und darum achtet wirklich darauf, dass der an der Longe einen ordentlichen Schritt geht, ein Reiter drauf und dann mit dem Reiter einen ordentlichen Schritt. Weil sonst ist der Schritt ist relativ schnell kaputt. Ja, ja, also, da werden noch einige Sachen kommen mit Youngster. Das ist ein junges Pferd. Wenn er dann ein bisschen Kraft kriegt, dann wird er irgendwo dagegen gehen, dann wird er irgendwas einmal nicht machen wollen. Das ist ganz normal. Das ist ein junges Pferd, hilft er nicht. Ja, genau so ist es. Genau. Blockieren. Blockieren können sie, aber nicht rückwärts laufen. Okay. Liebe Patricia, wann möchtest du wieder? Ja, warte mal, jetzt haben wir heute ist 29. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ich muss sagen, drei oder vier? Drei, vier. Ja, das ist der Scheiß bei mir. Vier. Da hat man die Dinge abgesagt. Da hätte die Besitzerin dort sein müssen, dass ich weg kann und dann ist die Besitzerin nicht gekommen und dann ist der Typ noch später gekommen und die hat so diese Hermes-Sättel. Ja. Und der kommt ja, der fliegt ja nach Wien und fährt dann mit dem Auto her und dann hat der Verspätung gehabt wegen Stau und jetzt ist der im Stau gestanden und weißt, du, jetzt ist der extra hergeflogen wegen diesem scheiß Hermes-Sättel da. Ja. 350 Kilometer. Aber jetzt, das ist ja nur einmal gewesen, das ist jetzt nicht mehr. Das war nicht für den, nicht für mich. Ja, aber das war nur er. Ja, genau. Und da hat er eine Baustelle gehabt, darum ist der viel spät gekommen dann. Weil sonst wäre ich weg gewesen. Eigentlich hätte sie kommen müssen, sie hat keine Zeit gehabt und dann hat der auch noch Verspätung gehabt und dann habe ich warten müssen auf den Heini. Und deswegen bin ich dann im Stall gestanden. Wie machen wir jetzt?
Machen wir am 19. Das ist wieder Mittwoch, genau. Das wären 3 Wochen jetzt. Na, 4 Wochen. Warte mal. 1, 2, bin ich jetzt, warte mal. So, 29. Am 5. ist 1 Woche, am 12. ist 2 Wochen, am 19. das sind 3 Wochen. Um 16 passt es. Super. Du weißt, wenn irgendwas ist, einfach Bescheid sagen. Gell? Ich bin da, wir arbeiten ja mit Pferden und da kann immer irgendwas sein. Einfach Bescheid sagen, bitte. So, wir haben jetzt gerade, heute haben wir 32 jetzt noch. Na, cool. Ich mag das voll. Ich mag die Temperaturen. Ja, das ist bei uns ja nicht. Wir haben ja anderes Klima als hier. 19. August um 16 Uhr meiner Zeit. Bitte aufschreiben. Okay, Dankeschön. Nächste ist eh schon in der Leitung. Ich wünsche dir was. Ciao, tschüss.